brauchen wir das nötige Startkapital. Und dafür müsste Alexia ihren Vater für tot erklären lassen. Das war ein Vertreter des Amtsgerichts. Wir haben die Anweisung bekommen, die Todeserklärung meines Vaters nochmal zu prüfen. Also mit dem anderen Typen in der Kiste? Das ist jetzt nicht, wie du denkst. Es ist okay. Ja. Und ich liebe dich. Wie schön, dass alles wieder in Ordnung ist. Habt ihr mal alles vorbereitet? Sie sorgen dafür, dass sich niemand verletzt. Ein netter kleiner Schock, mehr nicht. Die Jacke. Gott, wer war es wirklich? Emilio Sanchez? Ja. Die sind wohl auf Schwester. Nein, nein! Kim! Kim, jetzt sag's ihnen! Sie haben den Falschen! Kim! Kim, um Himmels Willen, jetzt sag doch was! Kim! Emilio! Emilio, was ist passiert? Du warst das. Guten Morgen. Du hast irgendeinen Beamten bestochen, damit mein Vater nicht für tot erklärt werden kann. Und warum sollte ich das tun? Ich persönlich würde es begrüßen, wenn du endlich dein Erbe antreten und dir ein Hotelzimmer leisten könntest. Es wird dir noch leid tun. Vor allem wird es dir nichts nützen. Ich werde die besten Anwälte darauf ansetzen und dann... Und wovon willst du die Anwälte bezahlen? Schönen Tag noch. So blöd aber auch. Da hast du Alexa schon dazu gebracht, ihren Vater für tot erklären zu lassen. Und dann das. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Irgendjemand hat seine Kontakte spielen lassen und dafür gesorgt, dass Alexas Antrag bis auf Weiteres nicht bearbeitet wird. Ja, und dieser jemand war Tristan. Ich musste der Familie nur einen kleinen Tipp geben. Der Rest hat sich ganz von selbst erledigt. Hallo? Ja, das bin ich. Rechtsmedizin. Früher oder später für tot erklärt, dann bekommt Alexa, was ihr zusteht. Und andere Menschen werden bekommen, was sie verdienen. Ja, ja, früher oder später. Und bis dahin sind das alles nur leere Drohungen. Oder weißt du etwa, wo Vincent Bergs Leiche ist? Nein, natürlich nicht. Aber wie ich schon sagte, alles eine Frage der Zeit. Und bis dahin willst du dich mit Alexa rumärgern? Viel Spaß dabei, wo sie doch so misstrauisch ist. Wundert dich das, nachdem du ihr diese romantischen Gefühle vorgespielt hast? Aber weißt du, das Gute ist, seitdem verstehen Alexa und ich uns großartig. Und ich glaube, sie hasst dich noch mehr, als ich es je getan habe. Nicht? Aber bitte, das muss eine Verwechslung sein. Es ist wirklich die Leiche meines Vaters? Ich habe übrigens gestern mit Bella geredet. Und? Wir haben alles geklärt. Kommst du damit klar? Sowas kann ja jedem mal passieren. Es war ein Ausrutscher. Was? Ich hätte nicht gedacht, dass du das so cool nimmst. Es ist ja auch eh nicht mehr zu ändern. Bist du nicht eifersüchtig? Es hatte nichts zu bedeuten. Finde ich ziemlich groß von dir. Ich habe schon gedacht, du lässt sie nie wieder joggen. Was, wieso joggen? Aber es ist doch passiert. Beim Joggen? Andi, ihr habt gar nicht richtig miteinander geredet. Nein, so genau... So genau will ich das auch gar nicht wissen. Okay. Weißt du, wer es war? Ist es jemand, den ich kenne? Andi. Morgen. Auch schon unterwegs? Hey. Ja klar, bei dem schönen Wetter. Sorry. Hi. Tim. Andi. Hi. Ihr kennt euch? Ich bin der Halbbruder von Frank. Ich wohne zurzeit übergangsweise bei ihm und Charlie. Ich muss auch schon wieder los. Man sieht sich, ja? Okay. Ciao. Bis später. Der Typ wohnt bei Bella und geht gern joggen.
Schumann, was machen Sie denn hier? Ich wohne hier? Wollen Sie zu Kim? Ja, genau. Ich wollte mit ihr reden. Hey, was machst du hier? Die haben Emilio festgenommen. Ja, ich weiß. Wieso hast du uns davon nichts erzählt? Hast du einen Anwalt angerufen? Mann, Kim, er war das nicht. Ach ja? Woher willst du das wissen? Er hat's mir gesagt. Oh, da muss es ja stimmen. Unbekannte Nummer, wahrscheinlich Emilio. Bitte. Er hat vorhin schon mal angerufen, aber ich habe aufgelegt. Verdammt! Schön ruhig, junger Mann. Warum gehst du nicht dran? Weil ich es satt habe, mir seine Lügen anzuhören. Du musst mit ihm sprechen. Hör dir an, was er zu sagen hat. Du kannst doch nicht wirklich glauben, dass er das war. Was ist das? Das sind Fotos von einer Verkehrskontrolle ganz in der Nähe. Da. Hier siehst du sein Nummernschild. Hier siehst du Emilios Jacke. Und warum sollte Emilio das tun? Wahrscheinlich glaubt er immer noch, dass ich mit Per geschlafen habe. Ja. Und dann ist er durchgedreht. Jetzt komm schon. Geht einfach nicht ran. Das ist wahrscheinlich wieder Emilio. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter der Familie Wolf. Leider sind wir zurzeit nicht erreichbar. Hinterlassen Sie bitte nach dem Signalton Ihre Nachricht. Wir melden uns baldmöglichst zurück. Dankeschön. Wie kannst du nur glauben, dass ich so etwas tun würde, dass ich dich überfahre? Ich würde dir niemals was antun. Ich liebe dich doch. Das musst du mir glauben, wenn du mich da. Wenn du mich hörst, bitte. Bist du da? Komm schon, geh jetzt endlich ran. Jetzt geh endlich ran. Bitte, geh endlich ran. Ja? Na, einsam und allein auf der Treppe? Hat Lisbeth dich jetzt doch aus deiner Suite geworfen? Lass mich einfach in Ruhe. Ach, haben wir uns erkältet und kein Geld für den Arzt? Hey, wenn du irgendwas brauchst, wenn dir irgendwas fehlt, frag nicht mich. Moment, warte. Hier. Okay. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass es dein Asthma ist. Alles wieder okay? Ja. Jetzt verschwinde. Ey, was ist denn passiert? Er ist tot. Mein Vater. Sie haben ihn gefunden. Also ich verstehe das nicht. Gut, Emilio kann ziemlich aufbrausend sein, aber würde doch niemals Kim in Gefahr bringen. Ich kenne ihn zwar noch nicht so lange, aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Gut, wenn da diese Fotos nicht wären. Die Aufnahmen beweisen gar nichts. Doch. Sie beweisen, dass er zu der Zeit in der Nähe unterwegs war. Oder jemand anders. Mit seinem Wagen. Ja, und mit seiner Jacke? Ich weiß, Emilio war eifersüchtig auf Mertens. Aber er hat auch selbst eingesehen, dass er sich da in was verrannt hat. Er erzählt mir doch nicht, dass er sich bei Kim entschuldigen möchte, um dann ins Auto zu steigen und sie umzunieten. Vielleicht eine Kurzschlussreaktion? Nee, das glaube ich nicht. Da muss es irgendeine andere Erklärung geben. Ja, und welche? Vielleicht möchte ihm niemand was anhängen. Ja, wer denn? Wer hat denn ein Interesse daran, dass Emilio ins Gefängnis kommt? Das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht kann ich irgendwas rausfinden. Kann ich Kopien von den Fotos haben? Ja, sicher. Ich mache Ihnen welche. Danke.
dachte, wir machen einen Arbeitsplan und schreiben auf, wann wir nächste Woche was erledigen. Das haben wir ja noch nie gemacht. Haben wir so viele Aufträge? Nee, aber das kann ja nicht schaden. Okay, ich bin gleich fertig. Franks Bruder wohnt neuerdings bei euch. Das hast du mir gar nicht erzählt. Er ist irgendwie untergegangen. Aber weißt du, seit er hier wohnt, gibt's auch ziemlich viel Stress. Frank und Tim verstehen sich nicht besonders gut. Ja, wie ist denn der so, dieser Tim? Ja, anders als Frank eben. Mehr so der Chaot. Aber eigentlich ganz charmant. Tim ist gerade joggen, oder? Keine Ahnung, kann sein. Du gehst auch manchmal joggen. Vielleicht geht ihr mal zusammen. Wie kommst du denn jetzt darauf? Nur so. Du hast mit Olli geredet. Also, was hat er dir erzählt? Nur das mit dem Joggen. Andi, du wolltest keine Details wissen. Ja, ich weiß. Hast du deine Meinung jetzt geändert? Komm, lass uns den Arbeitsplan machen. Dann gibt es keinen Zweifel. Gut. Wiederhören. Er ist es wirklich, oder? Sieht ganz so aus. Was hat der Rechtsmediziner noch gesagt? Die Leiche wurde in Holland angeschwemmt. Es war unmöglich, ihn anhand von Fotos zu identifizieren. Er war ziemlich lange im Wasser. Aber dann gibt's vielleicht doch Zweifel. Nein. Man hat die DNA mit Proben von vermissten Personen verglichen. Bei deinem Vater gab es Übereinstimmung. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn mit eigenen Augen sehen, sonst kann ich es nicht glauben. Wenn du willst, begleite ich dich. Warum solltest du das tun? Mein Vater hat die Frau erschossen, die du geliebt hast. Falls du überhaupt in der Lage bist, jemanden zu lieben. Vielleicht muss ich mich ja auch persönlich davon überzeugen. Vielleicht will ich ja auch damit abschließen. Warum sollte es mich interessieren, ob du mit irgendwas abschließen kannst? Weil ich der Einzige bin, der weiß, was in dir vorgeht. Was sagt Kim dazu? Sie ist total überfordert. Traust du Emilio das zu? Ach was, wenn, dann prügelt er sich mal von Angesicht zu Angesicht, aber nicht sowas. Kaffee? Wenn Emilio das nicht war, dann will ihm jemand das anhängen. Hast du eine Idee, wer? Ich würde ihm so gern helfen. Ja, es gibt schon ein paar Leute, die nicht so gut auf ihn anzusprechen sind. Ich weiß, dass er beim Currykeller und dem Kreditor in der Kreide steht. Die Fronten sind eigentlich geklärt. Der Einzige, mit dem er wirklich die letzten Tage so viel Stress hatte, war Mertens. Das stimmt, aber das macht doch keinen Sinn. Der wäre doch selbst fast überfahren worden. Vor allem, was für ein Zufall, wenn es dasselbe Auto wäre. Ich meine, dieses Auto gibt's nicht so oft und Leute bleiben stehen, um davon ein Foto zu machen. Oh, da ist ja jemand mächtig stolz auf seinen Wagen. Der von Emilio. Das ist es. Was? Der Typ, der den Wagen fotografiert hat. Du glaubst, er hat was damit zu tun. Das finden wir jetzt heraus. Los, komm, wir fahren zum Schloss. Wieso zum Schloss? Da ist mein Rechner und den brauche ich jetzt. Okay.
Warum machen wir jetzt nicht drinnen weiter? Damit Justus nicht weiter alle 5 Minuten mit einem Teetablett hinter uns steht. Also gegen kühles Blondes hätte ich jetzt nichts. Was ist denn das für ein Spionagezeugs? Das ist ein Programm zur Phantombilderstellung. Und woher kannst du das? Ich hatte in der Uni ein Seminar dazu. Das fand ich so spannend, dass ich mir direkt die Software runtergeladen habe. Total legal, natürlich. Klar, was denkst du denn? Die Stirn war nicht ganz so hoch. So muss es passen. Kennst du ihn? Krass. Aber hast du denn wirklich nur ein Foto vom Auto wollte? Fangen wir einfach wieder von vorne an. Aber immerhin ist das eine Spur. Lässt du mich nicht anrein? Hallo? Lara, hier ist Emilio. Emilio? Du, ich habe gerade mit dem Strafverteidiger gesprochen. Der glaubt mir kein Wort. Er hat irgendwas von angeblichen Fotos erzählt. Ja, ich habe die Fotos gesehen. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Ich war das nicht. Was sollen das für Fotos sein? Man sieht jemanden in deinem Auto mit deiner Jacke, der zur Tatzeit in der Nähe war. Was? Das kann überhaupt nicht sein. Ja, aber man kann das Gesicht von dem Typen nicht erkennen. Ja, und jetzt? Also, wenn du mich fragst, sieht es ganz danach aus, dass dir jemand was anhängt. Hast du eine Idee, wer das sein könnte? Mertens? Nein, das wäre zu krass. Es muss Mertens sein. Und was ist mit dem Kredithai? Nein, der würde mir das sofort unter die Nase reiben, damit ich schnell bezahle. Der kann es nicht sein. Es muss Mertens sein. Okay, pass auf. Ich bin mir mittlerweile auch sicher, dass Mertens da irgendwie mit drin hängt. Ich weiß nur nicht, wie er das angestellt hat. Aber Sascha und ich, wir haben eine Spur. Was für eine Spur? Was für eine Spur? Erzähl ich dir, wenn wir mehr wissen, okay? Okay, aber du lässt mich nicht auch noch hängen. Du mich auch noch, ja? Nee, versprochen. Hey, sag mal, was soll denn das? Na dann mal los. Was ist der nächste Schritt? Ich melde dir das Phantombild und du druckst das aus. So oft wie du kannst. Hast du ein Fahrrad? Klar. Super. Dann pflastern wir die Stadt damit. Deal. Hey, Was machst du denn hier? ich wohne hier. Das wusste ich nicht. Warum hast du mir nicht erzählt, dass du mit meinem Bruder zusammen wohnst? Ja, so viel gesprochen haben wir ja nicht, oder? Das stimmt auch wieder. Ist er da? Wer? Na, Tim. Ach so. Nee. Möchtest du vielleicht drinnen warten? Gerne. Willst du auch was trinken? Klar, warum nicht? Hey, Nachbar. Na, du warst ja ganz schön lange joggen. Ja, ich muss ja die Stadt irgendwie kennenlernen. Gehst du öfter laufen? Alle paar Tage? Bist du gestern auch joggen gewesen? Ja, wieso? Hast du da jemanden getroffen? Sag mal, bist du bei der Stasi oder was? Du bist also Charlies Tochter. Wie klein die Welt mal wieder ist. Verrückt, oder? Mhm. Da trifft man sich ganz zufällig auf der Straße und dann findet man heraus, dass man irgendwie verwandt ist. Also nicht wirklich verwandt mehr, so verschwägert. Ja, ich bin quasi sowas wie dein Onkel. Oh. Danke. Willst du auch was essen? Warum nicht? Ja, ich meine ja nur, beim Joggen, da lernt man doch manchmal Leute kennen. Ich lerne überall Leute kennen. Und was für Leute? Auch Frauen? Macht sich das irgendwie an oder so? Was? Ja,
wenn andere Leute dir von ihren erotischen Geschichten erzählen. Ich kann auch Rühreier. Ach, schon gut. Brötchen reicht, danke. Du, Bella, jetzt, wo wir quasi sowas wie eine Familie sind, ich finde, wir sollten den Zwischenfall von letztem Mal im Auto vergessen. Das macht alles nur noch komplizierter, als es schon ist. Ja. Sicher, das sehe ich ganz genauso. Ach, es gab also erotische Geschichten, ne? Du bist echt ein schräger Typ, ey. Das bin ich. Da warst du ein Retter, oder was? Lass mich mal! Ja, jetzt aufs Maul! Lass mich los! Hey, Schluss jetzt! Lass das! Was geht nicht? Andi! Der Typ hat meine Freundin angefasst! Was soll denn das? Lass es! Er hat Bella flachgelegt! Stimmt das? Ich weiß nicht, wovon er redet. Na, beim Joggen. Beruhige dich. Okay, Tim hat nichts damit zu tun. Wenn ich den Typen zu fassen kriege. Ja, du kriegst dich jetzt erstmal wieder ein. Komm. Sind Sie soweit? Bedauerlicherweise hinterlässt das Wasser bei Leichen aufgedunsene Narben. Schon gut. So eine DNA-Analyse. Wie sicher ist das? Es gibt verschiedene Verfahren zur Bestimmung der Identität. Die Zuverlässigkeit bei jedem dieser Verfahren liegt bei mehr als 99,99%. Glauben Sie mir, es ist Ihr Vater. Staatssekretär Mertens knapp Attentat entgangen, mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Na wunderbar. Das ist die morgige Ausgabe. Wir können davon ausgehen, dass nach dem Frühstück die ganze Stadt davon spricht. Ich kann einfach nicht glauben, dass Emilio das getan haben soll. Bedauerlicherweise spricht alles gegen ihn. Er ist so ein Idiot. Hallo. Lara, mein Schatz. Hallo. Darf ich vorstellen? Staatssekretär Mertens, meine Enkelin Lara. Guten Tag. Wir sind uns schon mal begegnet. Tatsächlich. Mhm. Sie haben einer alten Frau das Taxi geklaut. Es muss ein Missverständnis sein. Es ist so ganz und gar nicht meine Art. Ja, nimm doch bitte Platz, Lara. Wir müssen noch kurz etwas besprechen. Wir sollten auf jeden Fall vorbereitet sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Presse spitz kriegt, dass Kim meine Praktikantin war und Herr Sanchez, sagen wir mal, sein Temperament nicht ganz im Griff hat. Das heißt, Sie machen Emilio fertig? Außer er kann seine Unschuld beweisen. Schwerlich. Leider werden die Journalisten auch ihn auflauern. Und wie diese Familie sicher schon leidlich erfahren hat, die gehen nicht immer zimperlich mit einem um. Ja, das ist wohl wahr. Was schlagen Sie denn vor? Das Beste wird sein, wenn Kim sich auf ein Treffen meiner PR-Abteilung einlässt. Die werden ihr sagen, wie sie mit dem Amtsstuhl umgehen soll. Das klingt ja etwas übertrieben. Nein, das ist ein guter Vorschlag. Vorausgesetzt, Kim, du bist damit einverstanden. Ja, ich kann es ja versuchen. Danke für das Angebot. Das ist selbstverständlich. Sie wissen, ich bin immer für Sie da. Ich werde draußen warten. Wenn du
willst, warte ich draußen. Dann kannst du dich in Ruhe verabschieden, okay? Schon klar, dass du es hier nicht länger aushältst. Du hast ihn umgebracht. Alexa, das war ein Unfall. Unfall. Du solltest da liegen. Nicht er. Du hast ihn einfach erschossen! Du hast meinen Vater umgebracht! Warum hast du das getan? Warum? Warum hast du das getan? Warum? Hast du das gemacht? Ich kann euch wirklich allein lassen? Okay, dann bin ich mal drüben und gucke, ob sich da alles beruhigt hat. Super. Jetzt weiß das ganze Haus, dass ich fremdgegangen bin. Hättest du ja nicht tun müssen. Du verprügelst noch einen Unschuldigen. Tim hat nichts damit zu tun. Ja gut, dann habe ich mich eben vertan. Ich kann das nicht. Was? Naja, nicht wissen, wer es war. Es geht einfach nicht. Und jetzt? Also Kinder, kann mir vielleicht mal einer erklären, wie Andi auf die Idee kommt, dass Bella ihn betrogen hat? Das musst du am besten Bella fragen. Nicht dein Ernst? Also stimmt es? Ey, ich hab damit nichts zu tun. Und wieso glaubt Andi das dann? Weiß ich nicht. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Was ist denn hier los? Ach, Andi hat Tim verprügelt. Ey, verprügelt ist ein bisschen übertrieben. Weil er glaubt, dass Bella mit ihm geschlafen hat. Sag, dass das nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Das sage ich doch die ganze Zeit. Ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht gut geht, wenn der hier wohnt. Ja, jetzt hab ich Schuld, weil ich ihm erlaubt habe, hier zu schlafen, ja? Hallo? Hört mir überhaupt mal einer zu? Ich hab damit nichts zu tun. Ich war joggen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich meine nicht. Tim war es nicht. Sag ich doch. Dann weißt du, wer es war. Ja, ich weiß es, aber ich habe Bella versprochen, dass ich nichts sage. Sag's mir. Nein. Aber ich kann an nichts anderes mehr denken. Und außerdem will ich beim nächsten Mal dem Richtigen die Fresse polieren. Ich will überhaupt nicht, dass du irgendwem die Fresse polierst. Und außerdem würde es auch nichts ändern. Ach nein? Vielleicht würde ich mich dann besser fühlen. Aber es würde nichts daran ändern, dass es sich einfach nicht mehr so anfühlt wie früher. Ach was? Nein, ich meine auch schon vorher. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, das muss doch was bedeuten. Es stimmt einfach schon länger nicht mehr zwischen... Okay, behalt's für dich. Wo willst du denn jetzt hin? Hey, ich muss mal ganz dringend an die frische Luft. Also ich begreife es nicht. Die beiden sind endlich ihre Schulden los und könnten ein neues Leben anfangen. Das können sie auch. Manche Menschen sind einfach nicht dafür geschaffen, treu zu sein. Vielleicht war es ja sowas wie ein Befreiungsschlag für sie. So, die Salbe zweimal täglich auftragen. Bis zur nächsten Verletzung. Danke, Mann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Befreiungsschlag? Die Beziehung meiner Schwester ist vielleicht im Arsch. Schwester? Moment. Du bist Bellas Bruder? Ja, aber darum geht's nicht. Willst du dich wirklich so einfach aus der Affäre ziehen? Moment. Von Affäre war nie die Rede, ja? Ich muss jetzt losarbeiten. Ich würde Ihnen raten, keine Interviews zu geben. Ich denke, wir ersparen uns den meisten Ärger, wenn ich eine Erklärung abgebe. Dann geben die hoffentlich Ruhe. Ja, hoffentlich. Sollte nicht Emilios Anwalt in die Kommunikationsstrategie mit einbezogen werden? Wie bitte? Ich denke doch mal, dass Sie mit Ihrem Einfluss dafür gesorgt haben, dass Emilio einen erstklassigen Anwalt hat.
Ich habe mich selbstverständlich erkundigt und kann Ihnen, wenn Sie wollen, eine Empfehlung geben. Nein, nein, das wird nicht nötig sein. Sebastian hat mir bereits einen Kollegen empfohlen. Das ist gut. Es geht nämlich nicht nur um den Ruf der Familie, sondern vor allem darum, dass jemand in Untersuchungshaft sitzt, für den immer noch die Unschuldsvermutung gilt. Und wir müssen einer Vorverurteilung entschieden entgegenwirken. Ja, das ist richtig, da hast du recht. Es ist allerdings in diesem Fall schwierig, denn es gibt Beweise. Das sind keine Beweise, sondern nur Indizien. Es gibt immerhin berechtigte Zweifel an Emilios Schuld. Tatsächlich. Aber du hast doch die Fotos gesehen. Ja, aber man kann auf keinem der Fotos das Gesicht des Fahrers erkennen. Aber das Kennzeichen? Ja, aber solche Kennzeichen kann man fälschen. Da gibt's Kriminelle, die sind darauf spezialisiert. Die machen dir so ein paar Schilder für 50 €. Wer sollte sowas tun? Vielleicht jemand, der Emilio aus dem Weg räumen will. Und warum? Wer weiß, vielleicht ein Konkurrent. Geschäftlich. Oder auch privat. Interessante Theorie, aber belegen können Sie die nicht, nehme ich an. Noch nicht. Ja, dann bis später. Und Kopf hoch. Wir kriegen das schon hin. Ich bin sicher, dass der Graf nichts dagegen einzuwenden hat, wenn ich Ihnen das hier überlasse. Das steht ja doch seit Jahren nur im Keller. Ja? Ich hoffe, es ist noch etwas von dem alten Glanz übrig. Wenn Sie wüssten, auf was für Rostlaum ich in Griechenland gefahren bin. Das ist perfekt. Danke. Schön. Ist das der Wagen von Herrn Mertens? Ja. Das hätte ich mir auch denken können. Ziemlich protzig. Da bist du ja endlich. Ja, jetzt mach mal halblang. Hier ist nicht gerade alles ums Eck. Schon gut. Hast du die Ausdrucke? Ja, 500 Stück. Und ich habe vielleicht eine E-Mail-Adresse eingerichtet, damit die Leute antworten können. Super. Ich habe auf dem Weg hier auch schon ein paar aufgehangen. Glaubst du wirklich, dass wir ihn so kriegen? Du hast recht, wir müssen aggressiver vorgehen. Hier, halt mal. Was hast du denn vor? Ein Experiment. Cheers, Gabby. Gefunden. Wir müssen reden. Nein, müssen wir nicht. Ich verspreche dir, ich mache keine Vorwürfe mehr. Oder ich flippe auch nicht mehr aus. Ich befürchte nur, diesmal reicht das nicht. Wieso nicht? Tun wir einfach so, als wäre nichts gewesen. Dafür ist aber zu viel passiert. Ich will nicht, dass sich zwischen uns was ändert. Das hat es doch schon. Aha! Na, wer hat sich denn diesmal verletzt? Niemand. Ich wollte nur noch mal mit dir reden. Worüber? Du hättest das vorhin richtig stellen können. Andi ist auf dem losgegangen, Frank hat ihm Vorwürfe gemacht, du hättest nur was sagen müssen. Das ist doch nicht meine Schuld, wenn ihm keiner glaubt. Darum geht's aber nicht. Du hast so getan, als ob dich das alles nichts angeht. Geht mich auch nichts an. Moment mal, du bist der Grund, warum meine Schwester Stress mit ihrem Freund hat. Moment. Deine Schwester ist eine erwachsene Frau. Sie kann tun und machen, was sie will und vor allem mit wem sie es will. Ja klar, aber zum Fremdgehen gehören immer zwei. Zwei oder mehr? Ich bin jedenfalls Single. Ich gehe nicht fremd. Dann ist es dir wirklich egal, dass du vielleicht eine Beziehung zerstört hast. Beziehungen zerstören sich von selbst, ja? Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Du kommst hier rein und hältst mir eine Moralpredigt. Ich meine, was erwartest du dir denn von mir? Ich wollte nur wissen, ob dich das wirklich alles so gleichgültig lässt. Nein, es ist mir nicht gleichgültig. Aber ich bilde mir auch nicht ein, dass ich für das gesamte Elend dieser Erde verantwortlich bin. So, und ich muss jetzt zu meinem Patienten, sorry. Und deine Schwester und dieser Andi, die kriegen wir schon hin. Was ich damit sagen will,
Dein Ausrutscher war eine einmalige Sache. Es ist doch jetzt komplett absurd, dass du mein Fremdgehen rechtfertigst. Was willst du denn dann noch? Ich versuche hier die ganze Zeit, unsere Beziehung zu retten, aber du machst nicht den Eindruck, als ob du das willst. Komm, lass uns doch einfach betrinken und den ganzen Scheiß vergessen. Ich kann das nicht. Das ist auch das, was ich dir die ganze Zeit versuche zu sagen. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich habe das viel zu lange versucht und irgendwie verdrängt, aber ich empfinde einfach nicht mehr dasselbe. Es tut mir so leid, aber es ist aus. Versprich mir, dass dir nichts passiert. Mach ich. Pass auf dich auf. Why can't you see he can't exist? Disease kills man, it's not the hand of God. Sind Sie religiös? Dann dürfen Sie sich auf eine bessere Welt freuen. There must be so much more to life than this. There must be so much more than just a kiss. We've come too far so short. Was glaubst du, wird passieren, wenn er den Zettel findet? Das werden wir sehen. Er kommt. Du erkennst den Typen auf dem Bild. Haben Sie jemanden gesehen, der hier im Auto war? Nein, Herr Staatssekretär. Scheiße. Bin gespannt, wen er anruft. Mertens hier. Hatte ich nicht gesagt, wir sollten diskret vorgehen? Ja, von dem Gespräch kriegen wir jetzt nicht so viel mit. Trotzdem. Ich werde da telefonieren mit dem Typen, der den Wagen gefahren hat. Dein Experiment hat funktioniert. Mhm. Die haben ihn nervös gemacht. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
ist es gelaufen? Konnten Sie Alexa Berg überzeugen? Konnte ich. Die Behörden machen auch keinen Ärger? Sehr gut. Dann ist es ja nur noch eine Formalität, bis der Totenschein ausgestellt werden kann und die Kleine ihr Erbe erhält. So ist es. Ich hasse dich. Ich hasse dich. To